Hast du dich jemals gefragt, wie es wäre, die Grenzen deines Lebens neu zu definieren? Bist du bereit, das Ruder zu übernehmen und den Kurs deiner eigenen Existenz zu steuern? Dieses Video könnte der Schlüssel zu dieser Tür sein. Eine Tür zu einem Leben, in dem du nicht nur ein passiver Beobachter bist, sondern der Architekt deiner eigenen Realität. Das Geheimnis hinter der Manifestation ist so faszinierend und mächtig wie ein unentdeckter Kontinent. Und heute bin ich hier, um dir dieses Geheimnis zu lüften. Du wirst von mir 16 Techniken kennenlernen, die nicht nur dein Verständnis von Realität erweitern, sondern dir auch praktische Werkzeuge an die Hand geben, um das Leben zu führen, das du dir wünschst. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Willkommen auf meinem Bewusstseinskanal. In diesem Video möchte ich über ein Geheimnis sprechen, das so alt ist wie die Menschheit. Ja? Ähm, und zwar, es ist auch sehr wenig Menschen bekannt. Ja? Es ist das Geheimnis der Manifestation. Ja? Wir alle sind eine Spezies, die hier ist und die irgendwo zwischen den Welten sich herumschwirrt, würde ich mal sagen. Das bedeutet, wir sind an einem Bewusstseinspunkt, wo wir auf der einen Seite das Gefühl haben, geführt zu werden und auf der anderen Seite das Gefühl haben, dass wir selbst für unser Leben bestimmen können, wie es enden soll und wie unsere Handlungen sich auswirken. Ja. Und dazu möchte ich dir jetzt 16 Techniken vorstellen, wo du lernen wirst, was du tun kannst, um viel besser sozusagen das Ruder deines Schiffes in die eigene Hand zu nehmen und nicht mehr manipuliert zu werden von deiner eigenen Vergangenheit, von deinen eigenen Entwicklungstraumata, deinen Mustern, die in deinem Gehirn sind, deinen Filtersystemen. Deswegen lass uns direkt starten mit dem ersten Tipp, wie du Manifestation machen kannst. Und das wird dir vielleicht bekannt sein. Und zwar das erste Geheimnis ist Visualisierung. Ja, stell dir das Ziel vor, aber so, als ob du es bereits erreicht hast. Das bedeutet, wenn du dir das vorstellst, ja, dann geht es nicht zwingend nur um die Visualisierung, sondern es geht um die Emotion hinter der Visualisierung. Ja. Als Beispiel, du willst einen neuen Job haben, ja, dann stell dir vor, dass du diesen Job bereits hast und eine Firma, die wesentlich besser ist als das, was du dir vorgestellt hast, schickt dir ein Angebot oder ruft dich an und fragt, ob du bei denen arbeiten willst, und du lehnst dann ab, weil du mit deinem Wunschjob schon so zufrieden bist, dass du dir nichts anderes mehr sehnst, weil alles so perfekt ist und vollkommen. Und diese Emotion, dass du total das schon hast und darin lebst, das ist eines der wichtigsten Schlüssel, um etwas in dein Leben zu manifestieren. Das nächste, was ich dir mitgeben möchte, sind Quantensuggestionen. Ja. Quantensuggestionen, ich habe schon viele Videos darüber gedreht, aber ich möchte dir hier einfach mal ein Beispiel machen, wie du mit diesem Werkzeug arbeitest, um auch Manifestation durchzuführen. Ja. Und zwar, ich mache ein Beispiel, du willst zum Beispiel dein Immunsystem stärken. Ja. Die meisten sagen, mein Immunsystem ist stark. Ja, und die lupen das und wiederholen das immer wieder. Ja. Aber eine andere Methode, die wesentlich effektiver ist, ist folgende. Du visualisierst das unendliche Kraftfeld des Universums. Ja? Also du stellst dir das vor, so ein Kraftfeld vom Universum, und wie diese Energie sich durch den ganzen Körper bewegt. Und dann geht es darum, dass du diese Energie fühlst. Und wie diese kraftvolle Energie durch deine ganzen Organe geht, durch deine Zellen, und zu deinem Immunsystem fließt und dein Immunsystem damit aufbaut und zum Leuchten bringt. Und mit jedem Atemzug, den du machst, nimmst du diese Energie auf in dein System
Und beim Ausatmen strahlst du Gesundheit und Stärke aus. Und dabei wiederholst du diese Suggestion. So wie die Sterne am Nachthimmel unermesslich und kraftvoll leuchten, so leuchtet und strahlt auch mein Immunsystem voller Stärke und Vitalität. Es wird von Tag zu Tag immer stärker und widerstandsfähiger. Mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag wächst und stärkt sich mein Immunsystem weiter und weiter. Ich bin in perfekter Gesundheit, ich bin in perfekter Harmonie mit dem Universum. Das ist zum Beispiel eine Methode und das kann man natürlich noch ausdehnen und zu einer eigenen großen Meditation machen, die 10, 20 Minuten dauert, wo diese Bilder sind, Visualisierungen, wo alles mit Emotionen gekoppelt ist und wo diese Quantensuggestionen, wie zum Beispiel, es wird von Tag zu Tag immer stärker und widerstandsfähiger, umgeht nämlich das Ego-System und das geht direkt ins Unterbewusstsein. Und was in deinem Gehirn programmiert ist das, was sich in deiner Realität auswirkt. Wie du vielleicht weißt, schreibe ich gerade das Buch Das große Mysterium, was übrigens bald erscheint. Und in diesem Buch gibt es eigentlich ja, so also, gibt sehr, sehr viele Sachen, die dort enthüllt sind. Aber vor allem wird eine Sache spezifisch angesprochen, immer wieder, und zwar es geht ja um diese Realität. Ja. Und eines der Kernpunkte des Buches ist, dass die Realität auf Basis deiner Gedanken konstruiert ist. Das heißt, deine Gedanken erschaffen deine Emotionen erschaffen deinen Bewusstseinszustand und dein Zustand erschafft auf Basis seines Zustandes deinen nächsten Gedanken und schlussendlich manifestiert sich das dann in einem ganzen Loop in deiner Realität. Im Buch wird das dann sehr detailliert ausgeführt und auch diese Zwischenschritte, die dazwischen noch vorkommen. Ähm, in jedem Fall ist es wichtig, wenn du das verstanden hast, dass deine Programmierung, die du in deinem Gehirn hast, der, der Schlüssel ist, was gerade in welchen Zustand du hineinkommst. Und dieser ist schlussendlich der Schlüssel für Manifestation. Der Zustand ist das, worum sich alles dreht. Ja. Und da empfehle ich dir, falls du es noch nicht kennst, meine Brainwave 3D App. Dort habe ich in der Kategorie Selbstprogrammierung sehr, sehr viele Quantensuggestionen und es kommen regelmäßig immer wieder neue dazu für alle möglichen Themen, wenn dich dieses Thema interessiert. Ja. Dann springen wir weiter auf das nächste und zwar ein Traumtagebuch. Ja. Wichtig ist, dass du dir also das ist nicht das Traumtagebuch deiner Nacht, sondern du nimmst dir ein normales Album oder ein eigenes Traumtagebuch, nicht für Träume, sondern für deine Träume, die du manifestieren willst. Und dort geht es darum, dass du deine Ziele, deine Wünsche aufschreibst, um Klarheit zu gewinnen, was du willst. Dass du dir ganz konkret Zeiträume definierst, finanzielle Ziele, dass du dir auf Google Bilder, materielle Ziele, was du immer manifestieren willst, dir raussuchst, ausdruckst, dort einklebst und vorm Schlafengehen in der Früh nach dem Aufstehen das kurz durchblätterst und dich immer wieder erinnerst, was dein Fokus ist, was du in dein Unterbewusstsein Gehirn programmieren willst, damit sich das dann im Außen manifestiert. Ja. Das nächste, was du tun kannst, ist diese Techniken, die ich dir gleich vorstelle, also diese 16 Techniken, die kannst du wundervoll miteinander kombinieren. Stell dir dieses Video wie ein Buffet vor und ich stelle dir einfach viele Sachen vor und du nimmst dir das raus, was dir gefällt, machst du dein eigenes Rezept und dann arbeitest du mit diesen 2, 3, 4, 5 Techniken, wie viel auch immer, und versuchst das dann einfach anzuwenden und du wirst sehen, wie schnell sich das dann in dein Leben integrieren lässt. Ja. Die nächste Technik ist Meditation, also dass du meditierst und deinen Geist beruhigst und dich in der Meditation auf deine Absicht konzentrierst, das Resultat visualisierst, die Emotion wie bei der ersten Übung koppelst, dass du diesen Film, also das, was du erleben möchtest oder was du manifestieren willst, dass du das als Film siehst und dass diesen Film immer wieder wiederholst, wie es wäre, wenn das ist und so weiter, dass du wirklich diese Zeitlinie in dein Leben bringst und wenn dein Geist beruhigt ist durch die Meditation, dann wirst du merken, wie dir das viel, viel leichter fallen wird. Ja. Das nächste ist, dass du Dankbarkeit praktizierst. Denn Menschen, es gibt Studien dazu, die dankbar sind, die sind wesentlich glücklicher, die haben viel mehr Glückshormone in ihren Körper ausgeschüttet und
Dieser Glückszustand führt einfach zu einem höheren Schwingungszustand. Und je höher dein Zustand ist, also sprich der Liebe, der Freude, der Dankbarkeit, vor allem Freude und Frieden, desto eher manifestierst du das, was deinem Zustand entspricht. Ja. Deswegen empfehle ich dir auch ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und wenn du schon mal drüber nachgedacht hast, dann wird vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt sein, das zu tun. Ja. Das nächste ist, du brauchst positive Energie. Denn ohne positive Energie ist es sehr, sehr schwer, Sachen ins Leben zu manifestieren. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du positive Energie erschaffst. Und positive Energie kriegst du durch viele Komponenten. Eines der wichtigsten Einflussmittel auf deinem Energielevel sind andere Menschen. Das bedeutet, wenn du dich mit Menschen abgibst, die deine Energie senken, dann wirst du merken, wie du schwer manifestieren kannst, das Leben fühlt sich dann so an, als ob man gegen den Wind läuft oder pinkelt. Wenn du dich aber mit Menschen umgibst, die dich hochziehen, wo du dich glücklich fühlst, wo alles in toller Harmonie ist, dann wirst du merken, wie leicht alles geht, wie du im Fluss des Lebens bist. Deswegen achte auf die Menschen, mit denen du dich umgibst. Das andere, was du tun kannst, ist achte auf deine Ernährung. Denn wenn du Sachen isst, die dich runterziehen, dann bist du in einem schlechten Zustand. Wenn du Sachen isst, wie zum Beispiel vegan oder gesunde Sachen, viel Obst, viel Gemüse, dann wirst du merken, wie du Energie bekommst, weil es ist ganz einfach, wenn du was gegessen hast und du fühlst dich danach müde und musst dich ausruhen, dann hast du was Falsches gegessen. Richtiges Essen ist so, wenn du das gegessen hast, danach hast du Energie und Power und Vitamine und so weiter. Und deswegen achte, dass du täglich deinen Vitaminhaushalt auch schön auffüllst. Ja. Also sei umgeben von positiven Menschen und Gedanken und vergiss nicht, Pessimismus führt nicht zur Manifestation. Ja. Das nächste ist, und das ist eines der Dinge, die sehr simpel sind, aber die in der spirituellen Szene eher nicht so gern gesehen werden, und das nennt sich Handeln. Ja. Denn wer nicht handelt, der kommt zu nichts. Viele glauben, ja, ich habe das schon manifestiert, aber die tun nichts dafür. Das Universum gibt ihnen Zeichen und bringt Menschen ins Leben, damit sie auf die Zeitlinie kommen können. Aber sie glauben, das, was sie manifestieren, fällt einfach vom Himmel und dann ist es da und sie haben Vorstellungen, wie es zu sein hat. Und das ist aber nicht immer der richtige Weg. Der richtige Weg ist, dass du dir ein Ziel setzt, dass du dann alles dafür tust, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann wird das Universum merken, okay, du investierst Zeit, Geld, was auch immer, Energie in dieses Ziel. Und dann kommen vielleicht so Prüfungen, wo du geprüft wirst, ob du das auch wirklich willst. Und wenn du die bestanden hast, dann kommt das Universum und öffnet dir die Türen. Dann wird alles ganz, ganz einfach. Und deswegen ist Handeln das, was dein Universum sagt, dass du etwas wirklich willst. Ja. Das nächste, was sehr, sehr wichtig ist, das hat zwar nicht so viel mit Manifestation zu tun, aber auf der anderen Seite auch doch, ist Vergebung und Selbstreflexion. Ich habe das zusammengepackt, weil es geht darum, dass du, wenn du mit Menschen Probleme hattest, denen du noch nicht vergeben hast, dann bist du noch mit denen gekoppelt im morphischen Feld. Und solange du das nicht vergeben hast, durch Selbstreflexion, solange du dich nicht gelöst hast von diesem morphischen Feld, bist du noch auf einer alten Zeitlinie. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dich zu befreien. Schau dir mal auf YouTube, gib einfach auf YouTube ein, so wirst du manipuliert, und das stelle ich dir in diesem Video 12 Systeme der Verhaltenssteuerung vor. Und in diesem Video gehe ich sehr detailliert auf die Systeme ein, die dich manipulieren, die dein Verhalten regulieren und lenken. Und wenn du die verstanden hast, dann hast du viel mehr Selbstbewusstsein, du hast viel mehr Bewusstsein selbst und eine höhere Wahrnehmung und Klarheit über dich, dein Handeln. Und dann kannst du viel besser sozusagen Reflexionen durchführen und kannst viel besser vergeben, weil du der anderen Menschen, der dir etwas angetan hat oder der dir etwas gesagt, was dich verletzt hat, verstehst, warum er das getan hat. Ja. Und deswegen ist wichtig, dass du dich löst von negativen Emotionen und Gedanken und von der Vergangenheit, denn erst dann kommst du auf eine Zeitlinie, die dann deine Manifestation entspricht. Eine neue tolle Methode ist, und zwar ein Vision Board zu kreieren. Das ist so ein Board, was du irgendwo hinhängen kannst, und dort
deine Ziele aufkleben kannst und deine ganzen Sachen und immer, wenn du zu Hause bist, das im Blickfeld hast und das ansiehst, dann wirst du merken, oder auch eine Vision Box, also eine Schachtel, wo du deine ganzen Sachen reintust und immer wieder aufmachst und alles raustust, fühlst, riechst, Sinne und so weiter, damit du einfach weißt, okay, das ist das Ziel, was du in deinem Leben erreichen möchtest, ja. Das nächste ist, der 10. Punkt ist, löse dich von deinen Zweifeln. Ja. Denn Zweifeln blockiert Manifestation. Beschäftige dich damit also, welche Glaubenssätze, welche negativen Glaubenssätze hast du, die dich ins Zweifeln bringen. Und löse diese auf und dann wirst du mehr Vertrauen haben, mehr Selbstvertrauen, mehr Urvertrauen. Und die Skala des Vertrauens kontrolliert nämlich die Skala des Glaubens. Und die Skala des Glaubens kontrolliert deine Welt. Ja? Und diese Welt ist das, worum sich dann schlussendlich dann alles dreht. Ja? Das nächste, was wichtig ist, ist, dass du offen sein musst für neue Möglichkeiten. Schließe keine Möglichkeiten aus, die das Universum dir bietet. Oft haben wir Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, aber das Universum weiß, was viel besser für dich ist, anstatt was du glaubst, was besser für dich ist. Und deswegen schließe keine Sachen aus, sondern öffne dich einfach, setz dir deine Manifestation, deine Ziele und öffne dich dem Universum, egal auf welchem Weg es dich führt und egal wo es dich hinbringt. Und auch wenn es nicht genau das ist, was du dir vorgestellt hast, das, was für dich dann kommt, ist oft genau das, was du gerade brauchst, und was viel besser für dich gerade ist. Ja. Das nächste ist, dass du ganz konkrete Ziele setzt, denn klare und messbare Ziele sind Dinge, die man erreichen kann. Oft haben wir Vorstellungen, die viel zu weit weg sind. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass du deine Motivationstriebe erkennst dahinter. Das heißt, dass du das Ziel setzt und dann musst du schauen, was ist dein primärer Motivationstrieb und was sind die sekundären Motivationstriebe dahinter. Ein primärer Motivationstrieb ist zum Beispiel eine gewisse Summe, ja, die du erreichen musst. Und die sekundäre Motivationstrieb ist, dass du arbeiten gehen musst, um deinen Unterhalt zu zahlen und um irgendwann diese Summe anzusparen. Ähm, das heißt, du setzt dir das Hauptziel und dann brechst du das runter in Unterziele, die du erreichen musst, damit du das erreichst. Und das fragst du dich dann dahinter, was ist die Motivation dahinter? Was gibt dir den Antrieb dahinter? Und der Antrieb ist das, worum sich das dreht, weil je stärker der Wind hinter den Segeln ist, desto stärker, also sprich die Motivation, desto schneller kommst du an dein Ziel. Dann ist wichtig, dass du auf Zeichen des Universums achtest. Das Universum sendet dir die ganze Zeit Zeichen, die dich in die richtige Richtung lenken und du musst einen Feinsinn entwickeln für geführte Zeichen, die in dein Leben kommen, die dich dann zum richtigen Buch bringen, zur richtigen Person, auf den richtigen Ort, zur richtigen Zeit und so weiter, damit etwas geschieht, damit du dann auf die Zeitlinie kommst, um das Ziel zu erreichen. Ja. Und schlussendlich sei geduldig, denn wenn du keine Geduld hast, dann wirst du dir immer schwer tun mit Manifestation, denn dadurch hast du selber Muster, die dich grundsätzlich blockieren beim Erreichen von Zielen. Ja. Manifestation braucht Zeit, weil du musst dir das so vorstellen wie eine Karte. Du bist gerade auf diesem Punkt der Karte und das Ziel, was du möchtest, vielleicht hier. Bei den anderen bist du aber nicht auf diesem Punkt der Karte, sondern du bist vielleicht schon hier. Also bei den einen geht es relativ schnell, um das Ziel zu erreichen und du bist gerade hier und bei dir kann es sein, dass es länger dauert. Ja? Und jeder Mensch ist halt irgendwo anders im Leben und das Universum kann dich nicht einfach von A nach B teleportieren. Es muss dich durch Raum und Zeit, durch Ereignisse führen, damit du dann zu diesem Ziel kommst. Ja? Und deswegen gib dem Universum Zeit, sei geduldig. Die Dauer basiert auf deinen Ausgangspunkt, wo du dich gerade befindest. Ja. Der 15. Punkt ist, sei konsequent. Bleibe deinen Manifestationspraktiken treu, auch wenn du noch keine Ergebnisse siehst. Denn wenn man dem Universum konstant sagt, das will ich, ja, dann wird das Universum das verstehen und wird dich dann auf diese Zeitlinie bringen. Aber am Anfang kann es sein, dass das Universum sich Zeit lässt, um dich zu prüfen, weil wir haben oft diesen Gedanken, dann will ich das, dann will ich das, dann will ich das, dann will ich das. Und das Universum denkt sich so, wenn ich dir das alles erreiche, dann das reicht in diesem Leben nicht aus. Ja?
oder das geht nicht gleichzeitig. Du kannst nicht Pilot sein und gleichzeitig der Musiker sein, du kannst nicht das gleichzeitig tun. Du musst dich entscheiden und die wenigsten Menschen können sich wirklich entscheiden für eine Sache und deswegen ist es wichtig, dass du eine konsequente Entscheidung triffst und dieses Ziel in eine Richtung läuft, weil sonst verlauft sich das Ganze. Und das ist sozusagen, das ist dann auch der letzte Punkt, diese Entscheidung. Triff eine klare Entscheidung, sonst weiß das Universum nicht, dass du es ernst meinst und beachte, dass du eben danach geprüft wirst, ob du es ernst meinst. Ja. Das musst du dir vorstellen wie eigene Kinder, wenn Kinder das wollen. Ja. Wenn man Kindern alles erfüllen würde, was sie wollen, wo würden wir alle da hinkommen? Ne? Oder was du willst. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass dass du verstehst, dass wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass das Universum dich wirklich prüft, wie sehr willst du es wirklich und bist auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. Ja, ja wie gesagt, zum Thema Manifestation gibt es eine tolle Hypnose, die ich produziert nennt sich, ist aus dem Gate-Programm, nennt sich DNA-Manifestation. Die kannst du übrigens kostenlos in der Brainwave 3D App einfach testen und kannst damit arbeiten, einfach im Apple Store oder im Play Store einfach auf Brainwave 3D eingeben oder auf brainwave3d.app und dort kannst du einfach kostenlos runterladen und direkt anhören und damit arbeiten. Ja. Fassen wir sozusagen das Geheimnis zusammen. Das Geheimnis der Manifestation liegt in deiner Kontrolle über deine Gedanken und deine Emotionen, die schlussendlich zum Zustand führen. Ja. Und nutze diese Techniken, die du von mir heute gelernt hast, und um so selber der Architekt deines eigenen Lebens zu werden. Denn du bist mächtiger, als du denkst. Ja. Wir glauben alle, wir sind ihn was und können ihn was tun, aber wir sind eigentlich Gott, der sich selbst beschränkt hat, der alles vergessen hat, der jede Macht hat, alles zu tun. Und wenn wir uns erinnern, dann wissen wir, wer wir sind und welche Macht wir eigentlich haben und wie einfach es ist, Dinge in unser Leben zu ziehen. Und deswegen verweise ich dich nochmal auf das Video, so wirst du manipuliert, um einfach diese 12 Systeme der Verhaltenssteuerung zu verstehen, um dann damit alles in dein Leben zu ziehen, was du willst. Und tiefes Mitgefühl und Verständnis für dich selbst, deine Handlungen und alle anderen Menschen in dein Leben zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich, dass wir uns bis nächsten Video wiedersehen und denk dran, du bist der Schöpfer deiner Realität. Mach das Beste draus.